Unser neuer Kooperationspartner ist die Primus Valor AG und ist deshalb ein sehr spannender Immobilienmarktteilnehmer, weil sie einen sehr klaren Fokus haben auf Wohnimmobilien im Segment bezahlbares Wohnen als nachhaltige und zugleich rentable Form der Vermögensanlage. Und zwar funktioniert das in Fonds. Dazu haben sie auch aktuell einen im Vertrieb, nämlich die Immochance Deutschland 14 Renovation Plus, kurz mit dem Kürzel ICD 14R Plus mit dem Pluszeichen. Und zwar sind die Fonds deshalb spannend, weil sie eine sehr breite Streuung über mehrere hundert Objekte pro Fonds haben, an wirtschaftsstarken Standorten, allerdings abseits von den hochpreisigen Großstädten, und deshalb bietet er ein solides Fundament für langfristige Investments. Wenn euch das interessiert, haben wir einen Link in den Shownotes. Schaut gerne bei der Primus Valor AG vorbei. Die Primus Valor ist seit vielen Jahren darauf spezialisiert, günstig erworbene Bestandsimmobilien mit Optimierungspotenzial baulich und energetisch zu sanieren, aufzuwerten und dann aber dem Wohnungsmarkt dauerhaft wieder zur Verfügung zu stellen. Und jetzt wünschen wir euch spannende Insights und viel Spaß bei der heutigen Episode. Das große Immobilienranking 2025, Tops und Flops, darum geht es heute. Die Immobilienpreise sind 2025 grundsätzlich gestiegen, die Neuvertragsmieten sogar noch etwas stärker. Doch welche Städte haben sich besonders stark entwickelt und welche eher enttäuscht? Und was bedeutet das alles für die Anleger? Das ist unser Thema heute hier in der 1A Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Wie haben sich die Preise und Mieten in Deutschland insgesamt entwickelt? In welchen Städten sind die Preise besonders stark gestiegen? Welche Städte hatten in den Preisen eine besonders schlechte Performance? Wie sind die Ergebnisse zu interpretieren? Wo sind die Neuvertragsmieten 2025 besonders stark gestiegen? Und wo war die Entwicklung der Neuvertragsmieten eher unterproportional? Und was bedeutet das alles für die Anleger? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1A Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit der Primus Valor AG, einem der führenden Anbieter geschlossener alternativer Investmentfonds für Immobilien, präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind für euch eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, der Immobilien-Podcast, und heute reden wir natürlich über eins unserer Lieblingsthemen. Es geht nicht um die Zinsen, es geht aber um die Preise und da gibt es natürlich ein Ranking und das haben wir heute hier als Thema vor der Brust. Es geht um die Preise aus 2025, die Tops und Flops, und das wollen wir natürlich auf empirisch fundierte Füße stellen und dafür brauchen wir ihn, dafür schätzen wir ihn, dafür sind wir geradezu Fan von ihm, alle wie wir da sind, Fanboys sozusagen, Vogtländer Fanboys. Herzlich willkommen, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Mein lieber Michael. Hallo lieber Hauke, grüß dich. So, die Immobilienpreise sind gestiegen in 2025. Zwischendurch sah es mal gar nicht so gut aus und dann doch wieder. Und dann hatten wir das letzte Mal auch irgendwie schon thematisiert. Es gab aber irgendwie schon eine Delle, aber dann auch wieder doch nicht. Und das ist aber jetzt das neu. Aber also lass uns einsteigen. Wie haben sich die Preise und Mieten in Deutschland insgesamt entwickelt? Lass uns da beginnen, damit wir erstmal das große Bild aufmachen, bevor es dann in die Details geht. Also wir haben ja sehr treue Hörer und Hörerinnen, aber vielleicht hört doch nicht jeder jede Folge. Deswegen macht es, glaube ich, auch Sinn, einfach das nochmal ein bisschen zu wiederholen, was wir letztes Mal schon thematisiert haben, nämlich die Immobilienpreisentwicklung in Deutschland insgesamt im letzten Jahr. Und da stellen wir fest, es gab Preisanstiege im Jahresdurchschnitt bei den Eigentumswohnungen um 3,8%. Bei den Ein- und Zweifamilienhäusern waren es 2,8%, also insgesamt eine solide Entwicklung. Nach all den Jahren, wo die Preise ja eher runtergegangen sind, ist es auf jeden Fall ein Turnaround und das liegt ja auch eben deutlich oder zumindest etwas über der Inflationsrate, also tatsächlich reale Preissteigerungen im letzten Jahr. Worüber wir aber ein bisschen gestolpert sind und wenn das genauer interessiert, darüber haben wir ja sehr intensiv beim letzten Mal gesprochen. Gerade im letzten Quartal sind die Preise nicht ganz so stark gestiegen. Da haben wir ja bei den Einfamilienhäusern sogar einen Rückgang gehabt, einen leichten um minus 0,9%. Und bei den Eigentumswohnungen stagnierte es.
Ja, ich würde sagen, das hängt auch mit ein bisschen der Saison zusammen, dass man eben durchaus bemüht ist, am Jahresende zu verkaufen und deswegen vielleicht auch eher zu Preisabschlägen bereit ist, gerade in einem Markt, wo eben die Käufer noch nicht ganz so wild sind und noch nicht ganz jeden Preis mitgehen. Das ist sicherlich ein Punkt. Und wir hatten ja gerade Ende letzten Jahres auch nochmal eine Zinsentwicklung nach oben. Die Zinsen sind leicht gestiegen. Also auch das sicherlich ein Punkt hier. Was aber weiterhin sehr stabil sind einfach die Neuvertragsmieten. Da haben wir jetzt im Jahresmittel 4,1% gehabt und gegenüber dem Vorjahresquartal sogar 1,1%. Also das ist die Situation für ganz Deutschland. Nun ist es aber so, dass die meisten Investoren ja nicht ganz Deutschland kaufen, sondern sich doch auf Städte fokussieren müssen, ja, und natürlich innerhalb der Städte auch nochmal, klar. Aber wir haben in unserem IW-Wohnindex, auf dem das Ganze eben beruht, diesmal auch eine Auswertung für alle 70 kreisfreien Großstädte in Deutschland und darum soll es jetzt im Folgenden gehen. Dann lass uns da reinschauen. In welchen Städten sind die Preise denn besonders stark gestiegen? Das ist natürlich im Moment so, habe ich einen Gewinner gekauft in 2025 oder nicht? Erzähl mal, wer steht auf der Spitze? Ja, ich glaube, das sind Städte, auf die würde jetzt keiner so kommen. Aber es gibt 2 Städte, wo wir tatsächlich Preissteigerungen jenseits oder um die 10% hatten. Das eine ist Fulda mit 10,7% und das andere ist Siegen mit 10%. Ja, ich glaube, das sind nicht die Städte, die jetzt die meisten so auf dem Schirm haben. Kommt natürlich immer von einem niedrigen, du hast wahrscheinlich Paddeln da, ne? Also ja, nee, Paddelstandorte. In Siegen noch nicht, in Fulda auch nicht, aber ich muss unbedingt Paddelon dahin bringen. Ja, also das sind wahrscheinlich die Geheimtipps. Ich meine, das sind so kleine Standorte, ne? 10% bei einem geringen Preis ist natürlich schneller erreicht, als wenn du jetzt in München eben 10% erreichen möchtest. Das muss man immer sich vergegenwärtigen. Gleich auch noch ein bisschen mehr, wie das auch einzuordnen ist. Auf den Plätzen 3 und 4 haben wir dann zwei ostdeutsche Städte. Das sind Magdeburg mit 7,3% und Rostock mit 6,9%. Dann kommt der ganz hohe Norden mit 6,6%. Das ist Flensburg. So, und dann gibt's auch so ein paar Städte, die hat keiner so richtig auf dem Schirm, ne? Witten, Kempten, Düren, Greifswald, Koblenz, Göttingen. Das sind die Top 10. Da sind wir bei Göttingen auch noch bei 6,1%. Und das ist ganz interessant. Wenn wir jetzt mal auf die Top 7 Standorte schauen, die haben tatsächlich eine deutlich schwächere Entwicklung. Also die beste Top 7 Stadt bei den Preisen ist Düsseldorf mit 3,5%. München, Berlin, Stuttgart, alles unter 2%. Ja, also das heißt, wir haben eine deutlich stärkere Entwicklung in diesen, ich sag mal jetzt kleineren Großstädten, ne, die vielleicht nicht so sehr auf dem Schirm sind der meisten Investoren. Insofern vielleicht eine gewisse Ausdifferenzierung hier im Markt. Nochmal der Vollständigkeit halber, wo steht Hamburg? Hamburg habe ich jetzt hier gar nicht extra aufgelistet, aber wird dann eben auch eher so um die 2% liegen. Müsste ich nochmal nachschauen. Okay, dann wir schauen einfach in den IW-Wohnindex. Dann ist natürlich die Frage, die Top 10 sind schon mal benannt, sind dann die schlechtesten Performances innerhalb der Städte. Wer sind die denn? Wo sind die Preise besonders schlecht nach oben gekommen oder vielleicht sogar rückläufig? Also wir haben ja gesagt, durchschnittlich sind die Preise gestiegen. Wir haben jetzt hier nur die Preise für Eigentumswohnungen. So, und Eigentumswohnungen, keine Ein- und Zweifamilienhäuser. Und wir sehen hier tatsächlich Städte mit negativem Preiswachstum. Also wir haben gesagt, wir haben insgesamt den Turnaround geschafft. Zur Erinnerung ja nochmal, wir hatten deutliche Preissenkungen nach dem Zinsschock 2022. Die Preise sind eine Weile gefallen. Dann sehen wir jetzt aber eigentlich bundesweit gesehen schon länger einen Aufwuchs der Preise. Aber es gibt eben einige Städte, die auch 2025 noch verloren haben. So, und an oberster Stelle oder ganz unten quasi in der Entwicklung steht Suhl, minus 8,4%, Plauen, minus 8,3%, Halberstadt, minus 7,1%, Dessau, Roßlau, minus 5,8%. Alles ostdeutsche Städte, ne? Ostdeutsche Mittelstädte, die sich hier doch relativ schlecht entwickelt haben. Dann haben wir Passau, minus 3,7%. Passau, so an der tschechischen Grenze in Bayern. Chemnitz, minus 3,6%.
Bamberg minus 3,5% und dann Görlitz minus 3,1%, Wolfsburg minus 2,3% und Halle auch minus 1,3%. Ne? Halle auch ein Standort, der bei vielen Investoren durchaus stark gefragt ist, aber eben auch im letzten Jahr zumindest mit einer schlechteren Performance. Da sind jetzt irgendwie, genau, du hast es alles gesagt. Dann lass uns gucken, was sagt uns das? Also wir haben jetzt irgendwie ganz oben sind die Top 7 nicht dabei, ganz unten sind die Top 7 nicht dabei. Kann man sowas sagen wie Ostdeutsch, entwickelt es sich eher schleppend oder was sagt uns das eigentlich alles? Ja, also Ostdeutschland ist ja schon spannend, ne? Also wir haben jetzt eine ganze Menge ostdeutsche Städte. Also wenn wir uns mal vergegenwärtigen, wie viele Großstädte gibt's in Ostdeutschland? Wir haben jetzt fast alle genannt, ne? Leipzig und Dresden waren jetzt irgendwie nicht dabei. Erfurt und so, aber sonst sind natürlich schon einige dabei und wir sehen einfach, da entwickeln sich doch viele relativ schwierig. Wenn wir jetzt gerade auf Suhl schauen, auf Halberstadt schauen, Halberstadt ganz in der Nähe von Magdeburg, da sehen wir natürlich auch eine große Spreizung, ne? Also Magdeburg stand hier auf der Gewinnerseite mit plus 7% im letzten Jahr. Halberstadt würde jetzt mal sagen, das liegt keine 30 Kilometer weg. Da haben wir dagegen minus 7,1%. Also da haben wir eine große Ausdifferenzierung, aber insgesamt die ostdeutschen Städte nach den vielen Jahren, wo es eigentlich sehr gut lief, eher mit einem sehr, sehr gemischten Bild, würde ich mal sagen, gerade was die Immobilienpreisentwicklung angeht. So, was noch auffällig ist, es sind eben auch viele Städte dabei, die Probleme haben, die traditionell vielleicht auch Industriestandorte sind. Ja, also sowas wie Chemnitz, Wolfsburg natürlich. Das sind Städte mit einem hohen Industrieanteil, die insgesamt, glaube ich, etwas schlechter dastehen. Ja? Also Deindustrialisierung und Immobilienpreisentwicklung, da gibt es sicherlich einen gewissen Zusammenhang. Und das spielt hier eben auch eine Rolle. Ich glaube, das ist für Investoren schon auch wichtig zu beachten, dass man das hier eben mitdenkt und mit berücksichtigt, wie ist eigentlich die Wirtschaftsstruktur hier in diesen Regionen und was sind eigentlich die Treiber. So, und auf der anderen Seite bei denen, die sich eben besonders stark entwickeln, naja, das ist, ich habe auch gesagt, das sind Standorte, die ja ein bisschen überraschen, ja, wo du nicht direkt drauf kommst. Und es sind ja auch durchaus ostdeutsche Standorte dabei, aber auch sowas wie Flensburg beispielsweise und Siegen und Fulda. Das sind Siegen ist sicherlich durch die Universität auch stark, hat vielleicht auch einen gewissen Aufholprozess. Fulda, ja, ist eigentlich auch nicht unbedingt der Standort, den man jetzt direkt auf dem Schirm hat. Und das Spannende ist aber auch gleichzeitig, gerade bei den Standorten, die sich so stark entwickelt haben, sehen wir eben auch eine schwache Mietentwicklung. Also normalerweise würdest du ja sagen, als guter Ökonom, naja, Preise ergeben sich durch die diskontierten Mieten. Das heißt, die Mietentwicklung hat einen eindeutigen Zusammenhang mit der Preisentwicklung. Aber wir sehen hier an einigen Stellen, dass gerade die sich besonders stark entwickeln, was die Mieten angeht, eben eine schwache Mietpreisentwicklung haben. Also durchaus ein sehr, sehr gemischtes Bild. Okay, dann bleibt natürlich die Frage, wie kann ich sowas vorausahnen? Und gibt es eigentlich sowas wie einen Vorläufer für steigende oder fallende Mieten? Könnte man herleiten, also jetzt mal wahrscheinlich ist der Zusammenhang ein bisschen verkürzt oder aber vielleicht auch doch nicht, indem ich mir anschaue, wie sich die Neuvertragsmieten entwickeln? Ist da ein Zusammenhang, dass man sagt, also der Mietpreis, also Neuvertragsmietensteigerung gleich einer Erwartung für die Immobilienpreise im Eigentumssegment? Ja, so sollte das natürlich schon sein, ne? Also dort, wo du besonders starke Mietpreisentwicklung hast, sollten sich das eigentlich auch in den Preisen nachvollziehen. Aber wir sehen eben, das passt nicht immer. Ne? Also das beste Beispiel jetzt in unserem Ranking ist hier Siegen. Ne? Siegen steht total gut da oder auch Fulda. Beide stehen total gut da. Wir gehen gleich aber nochmal intensiver auf die Neuvertragsmieten ein und die Performance im letzten Jahr. Aber da stellen wir fest, Siegen hatte gerade mal 1,2% Wachstum bei den Mieten und Fulda 1,3%. Und damit gehören die zu den schlechtesten 10 im letzten Jahr. Und das ist schon interessant, dass wir diese Entwicklung haben, deutet aber auch eher darauf hin, dass also ich glaube, der Zusammenhang ist schon grundsätzlich da. Dort, wo eben die Mieten relativ stark steigen, wird sich eben auch eine entsprechende Preisentwicklung manifestieren.
Aber es kann eben kurzfristig auch sein, dass es einfach einen Switch im Markt gibt, dass eben gerade in so kleineren Standorten viele Leute kaufen auf einmal. Dann gehen die Preise hoch und sie mieten relativ wenig. Und dadurch haben wir eine schwache Mietentwicklung und eine starke Preisentwicklung. Das könnte sich dann im nächsten Jahr aber auch schnell wieder umdrehen. Ja, also je nachdem, wenn die Leute sich eben stärker für das eine oder für das andere Segment interessieren, kann es da eben auch zu solchen Unterschieden kommen. Aber im Großen und Ganzen klar, eine starke Mietentwicklung ist eben auch immer ein Index oder eine Erwartung für die Preisentwicklung. Oder anders, wenn die Preise sich stark entwickeln, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass die Marktteilnehmer eben erwarten, dass zukünftig auch die Mieten hochgehen. Okay, dann lass uns draufschauen auf die Neuvertragsmieten 2025. Wo sind die denn besonders stark gestiegen? Genau, also da ist das Spektrum deutlich enger als bei den Preisen. Da geht's hier bei den Top 10 zwischen 5,9% und 8,6%. Interessanterweise die stärksten Neuvertragsmietenentwicklungen haben wir hier in Erfurt, 8,6%. Dann kommt hier Frankfurt mit 8%, Brandenburg an der Havel 7,7%, Dresden 7,1%. Also da haben wir auf einmal wieder ganz viel Ostdeutschland. Ja, das zeigt diese Differenzierung. Kaiserslautern und Gütersloh, beide 7%. Das sind auch Standorte, die in den Vorjahren schon eine sehr, sehr starke Mietpreisentwicklung hatten. Wir haben ja schon herzhaft darüber oder intensiv darüber diskutiert. Wie kommt das mit Kaiserslautern? Scheint aber sich fortzusetzen hier, die gute Entwicklung. Dann haben wir Fürth mit 6,8%. Offenbach 6,4%, Bonn 5,9% und Marburg 5,9%. Und das ist auch eben ganz, ganz spannend, ne? Also hier haben wir auch Standorte wie Offenbach zum Beispiel. 6,4%, sehr starkes Neuvertragsmietenwachstum, aber bei den Preisen gerade mal 0,3%. Ne? Also das geht schon teilweise deutlich auseinander, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ich glaube aber auch, wir lernen das immer mehr anhand der Preisentwicklung. So Jahresvergleiche sind immer total spannend, aber oftmals ist es dann wichtiger, längerfristig drauf zu schauen. Und wir hatten ja zum Beispiel bei Kaiserslautern das schon gesehen, über einen längeren Zeitraum die Mieten durchaus stark gestiegen und setzt sich auch in vielen anderen Standorten, wie zum Beispiel Erfurt oder Dresden, wo wir eine sehr, sehr solide und langfristige Mietpreisentwicklung haben. Okay, die langen Reihen müssen wir dann auch noch mal machen, wenn wir uns sozusagen die Investment-Opportunitäten angucken im Allgemeinen oder auch vielleicht abgegrenzt zu anderen Investmentmöglichkeiten. Lass uns noch mal bei den Neuvertragsmieten 25 bleiben und da noch mal schauen, wo die Entwicklung dann eher unterproportional war. Also was sind sozusagen die Verlierer und dann schauen wir mal, wie wir das alles zusammenbringen. Ja, genau, die Verlierer, also da geht's nicht ins Negative. Es ist selten, dass die Neuvertragsmieten wirklich negativ werden, sondern in der Regel bleiben die positiv. Aber wenn wir es eben mit der Inflationsrate vergleichen, dann müssen wir schon bei diesen Flop 10 uns vergegenwärtigen. Die haben alle eine real Mietpreisverlust hier, ne? Und angeführt von Lüdenscheid 0,9%. Und dann an der zweiten Stelle ist Berlin. 0,9%. Also Berlin, muss man sich eben auch auf der Zunge zergehen lassen. Berlin hat im letzten Jahr die zweitschlechteste Neuvertragsmietenentwicklung gehabt. Also nur mal schöner Gruß in die Hauptstadt, wo ja immer über Mietenwahnsinn gesprochen wird und deine, ich sag mal, ehemaligen Parteikollegen planen ja dort jetzt den Gewinndeckel für Miet- und für Wohnungsunternehmen und wollen alle Mieten einfrieren. Aber man sieht, die gehen hier gar nicht mehr so hoch, die Mieten. Ne? Dann haben wir hier Gießen 1%, Greifswald 1,1%, Wolfsburg, ja, hatten wir vorhin ja schon, nur noch 1,2%. Ja, Siegen, Fulda haben wir schon drüber gesprochen, auch mit einer sehr, sehr schwachen Entwicklung. Und dann haben wir hier Stralsund, Kempten und Aschaffenburg dann mit 1,7%. Ne? Und das ist tatsächlich schon spannend, dass wir doch an vielen Standorten da auch eine relativ schwache Mietpreisentwicklung hatten. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, es waren ja 4,1% im Durchschnitt des letzten Jahres. Okay. Will nur noch was kurz sagen, nicht die Parteikollegen sind ehemals, sondern ich bin ehemals, aber das ist nur ein Detail, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Und Berlin war immer anders, ne? Also die Berliner Partei ist immer anders als der Rest der Republik. Aber
Worauf ich hinaus wollte, ist, wir sehen ja jetzt an den Schlusslichtern der Neuvertragsmietenentwicklung, dass da jetzt gar nicht mehr so viel Osten dabei ist, ne? Also bei der Preisentwicklung war viel mehr Osten dabei und jetzt bei den Neuvertragsmieten aber nicht. Und nun ist ja, also ich hatte das zwischendurch schon mal gefragt, was folgt denn daraus für so einen Anleger, der sich nun die Zeitreihen oder die Entwicklung aus dem letzten Jahr anguckt und sagt, eigentlich ist ja die Neuvertragsmiete in der Entwicklung ein guter Indikator für das, was mit den Preisen passiert, oder du formuliertest es andersrum mit der Erwartungshaltung der Investoren. Ich glaube, das ist das Gleiche, nur anders gesagt, ne? Naja, gut, egal. Auf jeden Fall, die Frage ist, wie geht das jetzt zusammen und was mache ich denn mit den Infos, wenn die Datenpunkte ja am Ende dann doch vielleicht gar nicht so aussagekräftig sind? Also nochmal Ostdeutschland, ne? Wir sehen hier eine starke Differenzierung, ne? Und wir haben ja hier auch ein paar Standorte, die wirklich eine sehr solide Entwicklung haben. Also worüber wir jetzt gar nicht geredet haben, ist Leipzig zum Beispiel, aber Leipzig hat eine sehr ordentliche Mietpreisentwicklung, auch eine ordentliche Preisentwicklung, liegt halt so im oberen Mittelfeld, ist deswegen in diesen Top- oder Flop-10-Listen einfach nicht dabei. Wir sehen aber hier auch Erfurt mit einer starken Entwicklung, Dresden mit einer starken Entwicklung, Rostock, ja, um nur ein paar zu nennen. Aber es gibt eben auch einige Standorte, die wirklich auch Probleme haben. Ja, und ich glaube, dass sich da in Ostdeutschland das besonders stark ausdifferenziert. Ja, es gibt Wachstumskerne, es gibt sehr erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklungen dort, aber in einigen Regionen ist es eben auch wirklich schwierig. Und es gibt so eine Konzentration auf ein paar bestimmte Standorte. Und ich meine, gerade dass Halberstadt und Magdeburg sich so stark auseinanderentwickeln, man könnte da auch draus schließen, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber dass eben Menschen eher tendenziell nach Magdeburg drängen, ja, und sich da konzentrieren, und so ringsherum wird's eben eher schwieriger. Ja, das ist sicherlich ein Thema. So, und dann haben wir hier viele Standorte mit einer eher schwachen Entwicklung, wo wir wieder das Thema Industrie auch haben. Ja, wir haben einige Standorte, die eben besonders vielleicht darunter leiden, dass wir eben doch Industriejobs abbauen, dass die Beschäftigungslage nicht mehr ganz so stark ist, und dann fehlt es einfach auch an dem Impuls für eine starke Mietpreisentwicklung. Also Wolfsburg ist so ein typisches Beispiel, wobei wir bei Wolfsburg natürlich auch noch sagen müssen, die haben einfach auch wahnsinnig viel gebaut. Ja, also wir hatten uns das mal angeschaut. Das ist einer der wenigen Standorte, die etwa doppelt so viel gebaut haben, wie sie gebraucht hätten. So. Und das wirkt sich eben auch aus, ne? Und dann kommt eben die eher schlechte Erwartung hinzu. Was ist denn mit VW? Wie geht das alles weiter? Bauen die irgendwie Stellen ab? Und so weiter, ne? Und all das spielt dann eben mit rein. Was jetzt für Investoren, glaube ich, Thema ist, und das unterstreicht ja nochmal sehr stark das, was wir mal in der Folge zu den Superstar-Cities gemacht haben. Ja, wir haben ja diese Untersuchung, wie haben sich langfristig die großen Metropolen Europas entwickelt, und da haben wir ja festgestellt, ja, oftmals unterdurchschnittlich. Ja, das sind quasi die Blue Chips. Ja, du hast eine relativ gute und sichere Entwicklung, aber eben nicht die Überrenditen. So, und das bestätigt das Bild hier eigentlich. Ne? Die einzige Ausnahme, die war ja eben Berlin. Ja, und jetzt sehen wir hier bei Berlin, jetzt hat Berlin eher eine schwierigere Entwicklung. Ich glaube, Berlin ist aber auch einfach die Mietentwicklung der letzten Jahre wirklich überzeichnet gewesen durch die Nachholeffekte aufgrund des Mietendeckels. Ja, die Mieten mussten gesenkt werden, dann gab es Nachholeffekte, und das ist jetzt eben abgebaut, und jetzt macht die Entwicklung quasi eine Pause. Ich glaube, von der demografischen Entwicklung her und Ähnliches ist es schon nach wie vor spannend in Berlin, aber man sieht eben auch, das setzt sich nicht unbedingt kontinuierlich fort. Ja, also insofern ist das ein ganz, ganz spannendes Thema. Und was wir eben für Investoren, was jetzt aber vielleicht das Schwierigere jetzt wird, wir sind jetzt erstmals in der Situation, dass die Bevölkerung seit den 2000er Jahren wieder geschrumpft ist. Ich weiß nicht, die meisten haben es wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber das Statistische Bundesamt hat eine Nachricht veröffentlicht, dass die Bevölkerung in Deutschland im letzten Jahr um 100.000 Menschen geringer geworden ist. So, und das liegt einfach daran, dass die Zuwanderung nicht mehr so stark war und wir natürlich immer noch in einer Welt leben, wo eben weniger Kinder geboren werden, als Menschen versterben in Deutschland aufgrund der Alterung, und das muss eben durch Zuwanderung ausgeglichen werden, und das ist nicht gelungen im letzten Jahr. So, und dann bedeutet das natürlich, wenn die Zuwanderung schwach bleiben würde, kommen natürlich einige Standorte vielleicht ein bisschen unter Druck, dann ist der Druck zumindest nicht mehr ganz so groß, und das würde teilweise dann eben die Renditen betreffen.
glaube, die Großstädte stehen insgesamt schon auch ganz gut da. Ist vielleicht auch ein Ort, wo man sich dann eher wieder hinkonzentriert. Aber wir sehen, wer wirklich höhere Renditen haben will, der muss wahrscheinlich Standorte aussuchen, die davon profitieren, dass man jetzt noch günstige Alternativen sucht oder die eine besonders gute wirtschaftliche Entwicklung haben, die sehr erfolgreiche Universitäten haben. Aber das Risiko geht natürlich mit. Das sehen wir anhand der Daten auch. Okay, und wenn ich mir jetzt den IW-Wohnindex mal zu Rate ziehe und den bei ChatGPT reinwerfe, welche Frage stelle ich dann? Was soll die KI mir abgleichen, damit ich da eine gute Antwort rauskriege? Glaubst du, die KI weiß jetzt mehr als ich? Aber es ist ein interessantes Experiment. Also gib's mal ein, oder die Hörer können es ja auch mal eingeben und die Frage stellen, wo soll ich jetzt investieren auf Basis dieser Daten? Wäre natürlich ein interessantes Experiment. Muss ich vielleicht mal machen. Und warum? Und warum? Oh ja. Und warum? Aber ja, ich meine, die Zahlen zeigen schon so eine gewisse Demut auch, ne? Das habe ich schon mal gesagt, aber es sind halt überraschende Spitzenreiter mitunter dabei, auf die du so nicht kommst. Und das zeigt eben auch, ich glaube, die Chancen im Markt sind nach wie vor groß, ja, auch wenn wir jetzt so ein bisschen schwächere Phase haben mit der Zuwanderung. Wobei ich glaube, das wird sich auch wieder revidieren. Ich bin eigentlich fest überzeugt, dass die Zuwanderer auch wieder kommen, wenn die Arbeitsnachfrage sich eben auch wieder erholt. Aber es bleibt natürlich eine gewisse Unsicherheit da. Ja? Und insofern muss man sich genau überlegen, welche Standorte haben da eine gute Zukunftsperspektive. Ich glaube, die Wirtschaftsstruktur, die wird immer wichtiger, dass man eben guckt, wo sind die erfolgreichen Unternehmen, wo sind vielleicht die nächsten Großkonzerne, wirklich erfolgreichen Unternehmen in Deutschland, und dass man da eben genauer drauf schaut. Ist das vielleicht die richtige Frage für KI? Wo sind sozusagen im Cluster der jeweiligen Strukturen die großen, erfolgreichen Zukunftsunternehmen? Und da müsste man wahrscheinlich noch naja, lassen wir das. Wir machen jetzt hier keinen KI-Kurs, aber vielleicht in einer der nächsten Folgen sollten wir mal gucken. Vogtländer versus ChatGPT. Das ist und dann lasse ich dich live gegen den Chat antreten. Das ist auf jeden Fall unterhaltsam. Gut. Dann danke ich für die Einordnung hier an dieser Stelle. Was wir lernen ist, man muss genauer hingucken, und jede Geschichte wird halt von den Menschen erzählt, die vor Ort leben, und die können möglicherweise den Daten widersprechen, weil sie ein anderes Ziel haben, als einfach nur eine Zeitreihe zu sein. Ich danke dir für die Einschätzung. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Für den Fall, dass du eine Frage hast, die wir nicht beantwortet haben, schreib uns bitte gerne. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Ich freue mich über eure Anregungen. Die letzte Episode einer jeden Staffel ist für eure Fragen reserviert. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Genießt nochmal die knackigen Temperaturen. Dir, Michael, dann auch schon mal ein schönes Wochenende, ne? Freitags arbeitet er ja nicht als Wissenschaftler. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche, wenn ihr mögt. Wir freuen uns auf euch und tschüss. Tschüss zusammen. Wenn du einen erfahrenen Anbieter für rentable Immobilienanlagen suchst, bist du bei der Primus Valor AG genau richtig. Seit nahezu 20 Jahren begleitet ein starkes Netzwerk aus Spezialisten den gesamten Investmentprozess von günstigen Ankäufen über fachkundige Renovierung und energetische Sanierung bis hin zum erfolgreichen Abschluss. Du interessierst dich für Immobilieninvestments im stark nachgefragten Segment bezahlbares Wohnen? Dann informiere dich jetzt bei der Primus Valor AG auf der Website unter www.primusvalor.de, und dort findest du qualifizierte Ansprechpartner und weiterführende Informationen.